30 Folgen, Hammer! 24 Angler, Yes! 4 Gruppen, No Schneider! 3 Zielfische, Alter, wie geil ist das? ein Hauptgewinn und ein Titel. Der YouTube Predator Cup 2020 wird präsentiert von Abu Garcia, Garmin und LMAB. Hallo liebe YouTube Predator Cup Zuschauer, herzlich willkommen zur letzten Folge der gesamten Gruppenphase. Heute zeigen wir euch, wer es ins Viertelfinale schafft und dort gegen Dietmar Isaias und Markus von Eu antreten wird. Heute seht ihr, wer dem Pokal und dem Gewinnerboot einen großen Schritt näher kommt. Denn wie ihr wisst, geht es nicht nur um einen Pokal, sondern auch um ein Pike Hunter 440 von Rheinland-Boote, das mit einem Garmin Striker Plus 9 SV Echolot, einem Mercury F25 Verbrennungsmotor, einem Pega Euroliner SH 750 Bootstrailer ausgestattet ist und insgesamt ca. 17.500 € wert ist. Doch zuallererst schulden wir euch den Fisch, den Hassan zum Ende der letzten Folge im Drill hatte. Welche Fischart ist am Haken? Hat der Fisch regulär gebissen? Bekommt er ihn in den Kescher und falls ja, wie groß ist er? Hier nochmal von Anfang an inklusive Live-Biss. Ja, Fisch. Oh mein Gott, großer Barsch. Richtig großer Fisch. Ah, ist ein Hecht. Ist ein Hecht. Großer Fisch. Ich hoffe, Alter, wenn das ein Barsch ist, ne, dann haben wir hier sowas in der Marktliga. Oh, es ist, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das für ein riesiger Barsch? Was ist das für ein riesiger Barsch? Ja! 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 Geil! Oh mein Gott, ist das ein Riesenbarsch! Alter, das könnte mein PB sein. Oh fuck! Ja, 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 ja! 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 Es war der Blade Runner in der Maifischfarbe, 10 Gramm, trotz Stahl. Oh mein Gott, Alter, ist das ein Riesentier. Was ist das für ein Riesentier? Oh Mann, Alter. Und, ach nee, ich hätte, obwohl, es ist mein BB, es ist mein BB, Alter, ich glaube, ich spinne. Warte. Oh, so, einen Moment, so, jetzt ist er vorne dran, ne? 51 Zentimeter. Ja! Marc, Junge, ich kann das auch. Ist das ein Monster? Hassan ist überglücklich, eine persönliche Bestmarke für ihn. Der zweite Ü50er Barsch, der je im YPC gefangen wurde, ist natürlich auch auf dem Scoreboard richtig viel wert. Mit mittlerweile 3 Barschen ist Hassan wieder zurück im Rennen, liegt aktuell knapp hinter Luis auf Platz 5. Auf Platz 1 befindet sich Marc Patschowski mit sagenhaften 425 Punkten, obwohl er noch keinen Zander gefangen hat, gefolgt von Veit Wilde, der als einziger eine Fullcard vorweisen kann. Simon Thorenbeek auf Platz 3 fehlt ein Barsch. Luis Mendes braucht einen Hecht und einen Bonusfisch. Landry Rosson hat bisher nur 2 Barsche, da seine Poldertaktik bislang überhaupt nicht funktioniert. Also Leute, ich musste mich nach dem Fisch erstmal selber akklimatisieren. Was war das denn bitte? So lange habe ich diese großen Barsche gesucht, immer 49 gefangen, 49,5, wie auch immer, kennt man ja, die ganze Chose, aber den magischen Fuffi nicht geknackt. Aber
Ja, jetzt sollte es endlich mal auch bei mir soweit sein und ich bin total froh. Schade, dass der Marc aber gestern noch einen größeren gefangen hat, weil ansonsten hätte ich nämlich den YPC-Rekord für den größten Barsch. Aber der Marc hat seine Sache bestimmt richtig gut gemacht. Ich weiß ja nicht, wo er war. Er hat es mir noch nicht erzählt und wie er gefischt hat, aber bei einem Bierchen oder so, da werden wir mit Sicherheit mal drüber quatschen. Auf jeden Fall richtig geile Sache, Leute. Für mich hat es sich heute schon gelohnt, angeln zu gehen. Ja, und der Plan scheint sogar tatsächlich aufzugehen und die gute Zeit ist nicht mal da. Ja? Also ich verspreche mir noch wesentlich Besseres, wenn das Wasser anfängt, immer ordentlich hier abzufließen. No run, no fun. So that was the first spot on the perch hunt and it gave me some bleeding fingers, so not a good sign, but I think I improved something like 34 points, so that's worth it. Now we're driving to the next spot, just a 5-minute drive, and try again there for perch, see what happens. Yes! Boah, das war mutig. Die Wobbler-Nummer hat auch noch geklappt. Wie geil ist das denn? Ist jetzt kein absoluter Riese, aber noch mal eine Verbesserung. Yes, 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 yes. Ich war jetzt so mutig, der Kescher lag hier vorne, ich habe einfach rausgehoben. Aber Haken ging gut. Und hier den Köder, darf man ja mal sagen, brauche ich gar keine Werbung machen. Salmo Perch 8 cm. GS, die Farbe gibt es gar nicht mehr hier. Ja, hat funktioniert. Hat funktioniert, geil. Vorhin damit schon einen schönen Fisch dran gehabt. Und jetzt hier, oh, da hing Bomben sicher. Geil. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön, Mensch. Jetzt wird es ja doch noch ein halbwegs vernünftiger Tag. Also der ein paar Zentimeterchen mehr bringt der auf jeden Fall wieder. Hat über 30. Geil. Über 34. Ja, super. Nicht viel, was der Fisch bringt, aber es bringt auf jeden Fall was. So viel steht mal fest. Sehr gut. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Das ist eigentlich Isaiah sein Spruch, aber ich sage ihn jetzt auch mal. Veit verbessert seinen Punktestand nochmal um 10 Punkte, da er einen weiteren Barsch ersetzen kann. Damit liegt er wieder ganz vorne. Landry sitzt unterdessen wieder im Auto. Bon, mais là c'est la déprime totale. Hein. Ça existe des jours comme ça, zéro activité. J'ai essayé tous les leurres, tous les types de leurres. J'ai essayé des leurres métalliques, des jerkbaits. J'ai essayé des leurres de surface. J'ai essayé des petits, des gros. Mais non, quand il n'y a pas d'activité, il n'y a pas d'activité. Ja, jetzt ist halt wie gesagt, jetzt kommt es echt darauf an, was die anderen fangen. Also ich habe meine Fische hier alle gekriegt heute, mich in allen Arten. Irgendwo, ja gut, beim Hecht nicht, aber habe mich halt verbessert und ja, weitermachen. Es ist noch ein bisschen Zeit, also kann immer noch was kommen und jetzt ist ja tatsächlich ein bisschen mehr Aktivität und das finde ich ja auch so witzig. Das ist eigentlich das, was ich gesagt hatte. Wir hatten ja so eine Diskussion, wann wir anfangen dürfen, bis wann wir angeln dürfen und die anderen wollten unbedingt alle so in den Abend rein angeln und ich habe eigentlich gleich gesagt, so, die Fische beißen am besten um die Mittagszeit und das bestätigt sich heute absolut. Ich gehe aber noch ganz stark davon aus, dass nochmal etwas so in die Richtung kommt. Also vielleicht jetzt kein Fuffi oder so, aber schon noch ein guter 40er Barsch. Das wäre auch schon echt geil. Ansonsten klapper ich hier alles mal gleich auch mit dem Chatterbait ab. Die Steinpackung hier einfach drumherum, ein bisschen im Mittelwasser in Chatterbait führen, weil darauf stehen die Hechte hier auch. Und da erhoffe ich mir zumindest einen kleinen Hecht zu fangen. Also das wäre schon echt geil und dann soll es später auf Zander gehen. Bei dem zweiten Spotwechsel ist der Zander der Hauptzielfisch, aber auch da können alle 3 Fischarten kommen. Let's see how we go. Ich bin auf jeden Fall richtig
fröhlich wieder motiviert. Also das Ansparangeln hat sehr, sehr gut funktioniert bei mir, muss ich sagen. Und ich bringe gerade das Schiff auf Kurs. Ich bin guter Dinge. Ich dachte so, ja. Und dann haben Fisch, großer Fisch. Alter! Erneut ein richtig großer Fisch. Alter, steht der schwer in der Rute. Alter, steht der schwer in der Rute. Alter, steht der schwer in der Rute. Verdammt, den habe ich mir aber ab. War ein quergehakter Hecht. Der hatte auf jeden Fall Maß. Den hätte ich mir gewünscht. Regulär gebissen allerdings, aber ja, ab ist ab. War eh quer gehakt, hätte mir jetzt nicht weitergeholfen. Aber ich dachte tatsächlich, es geht wieder los. So, ich werde jetzt Köderwechsel machen. Ich bin jetzt an den Zander-Spot gefahren. Zumindest hatte ich hier im Training einen kleinen Zander. Mit dem wäre ich jetzt schon sehr happy, um ehrlich zu sein. Ich habe vorhin auf die Barsche mit dem Eicher Tail geangelt. Der hier. Das ist ein ziemlich sehr schmaler Körper und auch rund geformt mit einem ganz kleinen Schwanzteller, der sehr hochfrequent vibriert. Wechseln werde ich jetzt auf den Slim Shad. Das wollten die Barsche im Training, das wollten die Zander im Training. Mal gucken, ob das funktioniert. Könnte jetzt ziemlich gut sein. Also hat sich jetzt eben im ersten Moment sehr nach Barsch angefühlt. Also wenn das ein Barsch ist, dann ist es jetzt wirklich ein richtig guter, ja, und es fühlt sich sehr nach Barsch an. Ich glaube nicht, dass das ein Zander ist. Boah, ey. Es ist ein Barsch. Es ist ein Barsch. Ab! Das ist Angeln. Das war jetzt, also das war wirklich, hat man ja auch an der Route gesehen. Also es war jetzt ein großer Barsch, auch dass der ja vorne noch nicht hochkam. Also war wirklich, also das war kein Zander. Du hast dieses feine Rütteln, hast du gemerkt. Ach Mann. Das ist jetzt echt ein Tiefschlag. Der hätte noch mal richtig viel gebracht. Also der war Ü40 definitiv. Das ist dann halt Schicksal. So, letzter Spot für heute. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich habe jetzt das Gewässer gewechselt. Ich hatte mir vorgenommen, für den YPC nur Flüsse zu befischen. Ich probiere es jetzt an einem See und das Wasser ist hier ein bisschen klarer. Vielleicht mit ein bisschen Glück schaffe ich es hier, den Hecht zu fangen. Dafür bin ich jetzt hier. Ich habe vorsichtshalber aber trotzdem noch meine Barsch- und Zanderrute mit. Falls ich den Hecht kriege, dass ich dann in den letzten Minuten noch mal ein paar Würfe auf einen dicken Barsch oder einen vernünftigen Zander machen kann. Aber drückt mir erstmal die Daumen. Ich versuche jetzt 2 Hechte zu fangen. Ich fange erstmal mit einem an und wenn ich den habe, dann geht es nochmal weiter. Aber bis jetzt, Leute, echt ein bisschen enttäuschend gewesen. Ich glaube, ich weiß es nicht, woran es gelegen hat. Es waren gute Spots, das Wasser hat auch gepasst, aber die Fische hatten keine Lust. Naja, weiter geht's. Was willst du sagen? Was soll ich sagen?
Ich denke, alle Leute sehen, was Sache ist. Mein Kameramann, der macht Auge und nimmt hier einfach eiskalt eine Banane mit. Aber das ist wieder der Beweis, dass Bananen große Fische fangen. 51er Barsch. Ich glaube, es lag am Blade Runner. Eine Banane. Also Leute, ich werde jetzt mal die Taktik ein bisschen ändern, mit dem Gummifisch weiter angeln. Ich denke, dass die Fische, speziell auch die Zander, gerade eher auf kleinere Köder stehen. Weil hier ist überall Brut im Wasser, Match the Hatch ist das Motto. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man beim Nace-Köder, ich sag mal, wenn der jetzt zum Beispiel durch ist oder dann kann man ihm auf jeden Fall noch mal ein zweites Leben einhauchen. Der Vorteil ist, der läuft viel quirliger als ohne, sonst ist er sehr hochfrequent. Jetzt wackelt er auch ein bisschen mit dem Körper mit. Kleiner UV-Punkt noch hier auf dem Jigkopf. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich krasse UV-Bombe und damit gucke ich jetzt mal, ob ich hier ein paar Zander erwische oder auch ein Hecht. Auch immer zu empfehlen, hier einen Tupfen Kleber zwischen Jigkopf und Köder, muss nicht viel sein, ganz klein bisschen, so sollte schon reichen. Randrücken, bisschen halten. Ui, ich merke schon, wie hart das klebt. Und so sitzt der bombenfest. Hechtlein, komm! Voilà avec quoi je vais finir la journée. Des petits leurres durs. J'ai pris un petit leurre souple quand même, si jamais il y a beaucoup d'herbiers. Et là finalement on va essayer d'attraper un poisson. Même s'il est petit, on va quand même sauver l'honneur. Aber der ist leider wieder jetzt hat nicht die richtige Größe, die wir brauchen. Also ist jetzt kein ganz schlechter, aber oder? Ja, geht. Mutig. Mutig. Aber hier stehen Barsche wirklich in der Buhne. Ja? Also das ist jetzt tatsächlich hier. Ja, wir müssen mal messen, vielleicht ist es irgendwie ein Zentimeterchen mehr, aber ja, leider Gottes kein Ersatz. Also der, den ich da eben dran hatte, ihr habt es ja auch gesehen, also die Rute war ja, der kam ja selbst hier vorne noch nicht hoch und so dieses Rütteln war eben eindeutig, also das war ein ganz anderes Kaliber, was ich da drauf hatte. Aber die beißen gerade, wie es scheint. Ist auf jeden Fall, ist über 34,5 drüber. Ja, den anderen hätte ich natürlich gerne gehabt. Aber kann man nicht ändern. Das gehört dazu. Gibt ja so ein paar, was ich übrigens total daneben befinde, so ein paar Bootsangler, die hältern die Barsche dann immer noch, wenn sie einen gefangen haben, damit die anderen nicht verscheucht werden. Ich setze ihn einfach in die nächste Buhne rein. Wird ja so behauptet bei Barschen, dass die dann angeblich da empfindlich drauf reagieren, wenn man da die Artgenossen dann wieder zurücksetzt direkt. Also hier, das ist, denke ich mal, vertretbar. Brauchen wir nicht irgendein Live-Well oder wie sich das heißt, wie sich das nennt. Bei der Vielzahl an Fischen kommt Veit etwas durcheinander. Er verbessert sich nämlich nicht nur um einen, sondern um 5 Zentimeter und damit um weitere 10 Zähler. Bis auf einen 82er Hecht hat er mittlerweile alle Fische des Vortages aus der Wertung schmeißen können und kann seinen Vorsprung auf Mark vergrößern. Ja, Fisch. Nein, ab! Oh nein! Das gibt's doch nicht! Oh. Gott! Fuck!
Der beißt nicht normal. Scheiße. Da war der. Der Fisch, für den ich heute die ganze Zeit am Peitschen bin. Das ist da heute auch wie verhext, ey. Ja, Fisch, 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 Digga. Jetzt aber komm bitte raus. Ich brauche einen Hecht. Ich brauche einen Hecht. Komm, on, komm. Ah. Um Gottes Willen. Oh. Alter. Alter. Endlich. Fehlbiss. Hecht verloren im Drill. Und jetzt habe ich einen. Oh, Jesus Maria. Das war so wichtig, Freunde. Fucking hell. Der Plan ist aufgegangen. Der High-Risk-Move. Na komm, ich mache erstmal ich hole einmal die Scale raus. Der hat noch ein bisschen Power, der Kleine. Oh, das fühlt sich so gut an. Jesus Christ. Jetzt keine Scheiße bauen, was er sich schütteln will. 71. Ich bin total erleichtert. Endlich hat es funktioniert. 71 cm. Der bringt mir wichtige Punkte. So, vielen Dank, kleiner Kamerad. Damit er uns auch nicht verpetzt, lasse ich ihn auf der anderen Seite der Buhne wieder frei. So. Das war sehr wichtig. Sehr wichtig. Teil 1 der Mission ist vollbracht. Willst du jetzt los oder nicht? Teil 1 der Mission ist vollbracht. Jetzt kann ich noch einen Fisch in die Wertung reinbringen. Und ich versuche jetzt noch einen Hecht zu fangen. Au! Luis nähert sich der Full Card. Mit 305,3 Punkten braucht er allerdings mehr als nur einen weiteren Hecht, da Mark und Veit punktemäßig schon weit enteilt sind. Doch das spielt aktuell keine Rolle. Erst einmal muss zügig der 6. Fisch her, denn ihm bleibt nicht mehr viel Zeit. Was macht eigentlich Mark? So, ich habe jetzt noch ein bisschen Nitro Booster auf meinen Gummifisch geschmiert. Die einen mögen dran glauben, die anderen vielleicht nicht, aber ihr könnt mir glauben, das Zeug kann wirklich Wunder bewirken. Zanderangeln, Barschangeln, auch beim Hechtangeln. Ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Ich habe mit Fred oft für Perch Pro trainiert oder auch für die WPC hier schon. Und das Zeug hat wirklich einen Unterschied gemacht. Manchmal beißen die Fische einfach spitz, wenn ihr das Zeug drauf schmiert. Also wir hatten es hier so deutlich tiefer inhaliert, den Köder, oder überhaupt eben ein Biss provoziert. Ja, probiert es einfach mal aus. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Oh, scheiße, schön Biss gehabt. Ah, fuck, ey. Wir verlosen eine Angelreise im Wert von 3.000 €. Der stationäre Fachhandel gehört zum Angeln in Deutschland wie der Senf zur Bockwurst. Hier gibt es Angelkarten für die regionalen Gewässer, Tipps, welche Spots aktuell am besten laufen, die fängigsten Köder, ihr könnt hier Routenprobe wedeln und Warthosen anprobieren. Wir wollen unsere Offline-Partner mit einer ganz speziellen Aktion unterstützen und brauchen dafür eure Hilfe. Geht einfach in einen Angelladen, kauft eines oder mehrere LMAB-Produkte und postet ein Foto von eurem Einkauf mit sichtbarem LMAB-Produkt und Kassenzettel auf Instagram. Dabei müsst ihr den Angelladen erwähnen und die Hashtags LMAB und Offline kaufen für Florida im Text unterbringen. Unter allen Posts, die die genannten Anforderungen erfüllen und im Jahr 2020 gepostet werden, verlosen wir eine Florida-Reise mit 10 Angeltagen am Süß- und Salzwasser inklusive Flügen, Unterkunft, Guiding, Mietwagen und Sprit.
Mehr Infos zu diesem Gewinnspiel findet ihr unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für eure Unterstützung und viel Glück bei der Auslosung. Nee, war bestimmt ein Barsch oder ein Zander. So, direkt ersten Wurf gemacht, sofort einen Biss gehabt. Der Kameramann hat es gesehen, ich weiß nicht, ob es auf dem Video drauf ist. Aber es scheint zu funktionieren. Bin guter Dinge. Es wird weitergeworfen. Da war der Hecht. Bremse war knackedicht auf Zandereinstellung. Und ich glaube, das bedeutet 20 Minuspunkte für mich. Trotz Stahl. Ist leider gerissen. Verdammt, ist auf jeden Fall richtig ärgerlich. Das darf nicht sein. Mein Gott. Er hat so schön gebissen, kam mir direkt vorne. Ich glaube nicht, dass der noch ein zweites Mal kommt, ehrlicherweise. War die Bremse leider auf Kampfeinstellung und er hat wirklich direkt vorm Ufer gebissen unter der Rutenspitze. Also ist leider so, 20 Punkte gehen leider flöten. Das sind ganze 10 cm von dem großen Barsch. Das ist schade und sehr, sehr, sehr ärgerlich. Bittere Pille für Hassan. Er hat Stahl benutzt und trotzdem verliert er 20 Minuspunkte. Denn die Regeln sind für Fluorocarbon-Liebhaber wie für Stahl- und Titan-Fans natürlich gleich. Wer einen Fisch im Drill wegen eines kaputten Vorfaches verliert, bekommt Strafpunkte, egal welches Material er benutzt hat. Luis wiederum hat jetzt richtig Blut geleckt. So, ich habe noch 1 Stunde 15. Es wäre natürlich krass, wenn ich es jetzt noch schaffe, in der letzten Stunde meine Fische voll zu machen. Ich gebe Gas, ich habe ein gutes Gefühl. Ich hatte ja kurz vor dem Fisch noch einen drauf gehabt, der mir leider abgegangen ist. Es kann passieren, ich kann noch einen Fisch fangen, dann habe ich meine Fische voll. Und ja, ich gebe einfach Knallgas. Gib ihm, Bruder, gib ihm. Komm on. Leute, ich bin richtig on fire. Jetzt habe ich nochmal einen Nachläufer gehabt. Die Hechte spielen mit einigermaßen. Also Zander und Barsch, die dummen Zicken, die haben mich heute so ein bisschen in den Stich gelassen. Aber ich glaube, ich kriege noch einen. Ich habe 1 Stunde Zeit, Freunde. Ich bin on fire. Ja, die letzte halbe Stunde hat jetzt begonnen. Ich bin jetzt nochmal hier zurückgekehrt in die Buhne, wo die Barsche ja so ein bisschen gebissen haben, wo ich jetzt auch diesen großen Fisch, dem ich immer noch sehr, sehr nachtraue, verloren habe. Und ja, ich kann jetzt nur versuchen, vielleicht kommt hier noch irgendwas raus, keine Ahnung was. Probieren. Nochmal drauf gegangen. War kurz dran und ist wieder auch nicht groß. Ach! Und die hat auch noch gebissen, das gibt's doch gar nicht. Naja, auch mal was Schönes, ne? Sieht man das immer. Raubbrasse. Einmal frei im Maul gehakt, ja. Das, ich glaube, das war jetzt wirklich kein Zufall. Richtig witzig, also erst den ersten Fehlbiss gehabt und dann war kurz drauf. Und dann ist er noch mal dran gegangen. Naja, gut. Auch nicht schlecht. Bringt nur leider keine Punkte. Bon, je viens d'avoir une attaque de perche ici sous le pont avec un leurre souple. C'était pas une grosse, alors je vais repasser avec un petit leurre dur, ça va peut-être faire l'affaire. Voilà. Elle reprendra peut-être pas. Elle est toute petite, elle est grosse, comme si elle était très grande. Nein! Da war er! Ich glaube, ich spinne, Alter! Ich hatte... Alter! Aber der hing nicht gut, der hing nicht gut. Das war ein Barsch, ne? Das war ein Barsch. Ich glaube, ich spinne.
Ich wollte gerade in die Kamera sprechen, dass wir hier jetzt dass ich einen Köderwechsel gemacht habe. Darauf hoffe, dass hier jetzt ein Hecht drauf geht, Predator als Trailer. Und ja, tatsächlich, ich glaube, es war ein Barsch. Ich habe nur die Flanke mal kurz gesehen. Mit Sicherheit kann ich es jetzt nicht sagen. Aber egal, das ist ein gutes Zeichen, Leute. So I've been fishing for about 3 hours now, I think. Got 2 pikes and missed 1 pike, but no perch yet. And I fished relatively big lures, so starting at 10 centimeters, quite big soft lure. So now it's about time to downsize a little bit. This is an 8 centimeter one, and see if that does the trick. Maybe for a smaller perch, I just need a perch on the board first. And then we go for the big one. So we found some nice Dutch chicks. Welcome to Holland. Während Simon weiterhin auf der Suche nach dem fehlenden Barsch ist, versucht Marc seinen ersten Zander zu fangen. Ja, erneuter Spotwechsel. Ich habe eine Buhne gefischt, war nicht so produktiv, ging gar nichts. Jetzt bin ich am neuen Spot angekommen. Hier werde ich ein bisschen länger fischen. Hier ist normal immer gut. Hier ist so eine kleine Bucht hier im Fluss drin. Hier dreht sich das Wasser, verwirbelt sich Wasser. Draußen ist sehr tiefes Wasser. Draußen soll wohl so um die 12 Meter sein, habe ich mir sagen lassen. Ich denke, dass hier viel Baitfische ist, immer viel Fisch vom Tiefen ins Flache läuft. Ich hoffe, dass es hier gleich knallt. Leider kam hier kein Fisch, aber ich denke, ich werde hier später noch mal herkommen. Ich gehe jetzt kurz hier rüber auf die Spitze und dann wechsle ich einfach mal die Flussseite. Ein Zander muss da noch kommen. So, letzter Wurf, würde ich denken. Dann soll es das gewesen sein. So, Feierabend. Ja, was soll ich sagen? Ganz klar, ich traue natürlich noch dem großen Barsch hinterher, den ich hier verloren habe. Vor allen Dingen, ich kenne ja nun noch nicht das Endergebnis, weil einige andere Teilnehmer noch am Fischen sind. Vor allem, wenn das dann vielleicht der entscheidende Fisch sein sollte, der mich am Weiterkommen hindert. Ansonsten, ja, habe ich aus den Möglichkeiten, denke ich mal, noch so halbwegs hier das Beste jetzt rausgeholt. Es hat ja sehr schlecht gebissen, also vor allen Dingen zandermäßig war es eine absolute Katastrophe an beiden Tagen. Also richtig miserabel habe ich hier also ganz selten erlebt, dass das mal so mies gewesen ist. Aber ja, gefangen habe ich ja trotzdem auch welche. Barsch war für mich, also ich sag mal insofern, dass ich ja wirklich kein guter Barschangler bin, das wisst ihr, habe ich mich da eigentlich gefreut, dass ich relativ viele gefangen habe. Ja, und Hecht war auch nicht wirklich aktiv, aber ja, habe ich auch gekriegt. Also daran ist es nicht gescheitert, die Fische habe ich gefangen, aber es fehlt einfach so der Ausnahmefisch. Also den musst du dann eigentlich im Wettkampf auch dabei haben. Ich warte einfach mal ab, was dann das Endergebnis nachher bringt und freue mich jetzt aber auch trotzdem, weil mir doch die Arme ganz schön wehtaten nach 2 Tagen wirklich intensiven Angeln, dass ich mich jetzt erstmal ein bisschen entspannen kann auf jeden Fall. Et voilà, c'était le dernier lancé et j'ai même pas sauvé l'honneur. Enfin si, j'ai fait une petite perche, elle faisait moins de 22 cm, donc on la compte même pas. C'était une bonne expérience, mais c'était au niveau pêche, c'était vraiment catastrophique. Je viens quand même de temps en temps pêcher dans le coin ici et c'est tellement rare de faire aussi peu de résultats. Mais c'est comme ça la pêche, on ne peut pas décider à l'avance. J'ai mis une stratégie en place, ma stratégie elle n'était pas bonne et je vais apprendre par rapport aux autres compétiteurs. Je vais aussi voir où est-ce qu'ils ont pêché. Alors probablement qu'ils ont pêché en rivière ou dans des spots qui sont totalement différents et je vais en tirer des bonnes conclusions. Alors moi je veux dire merci à l'organisation du YouTube Predator Cup de m'avoir invité, de m'avoir permis
de pêcher ici, de me mesurer à des compétiteurs, des vrais, parce que moi c'est la première fois que je fais une compétition comme ça internationale et je vois complètement que je n'ai pas le niveau. Et donc voilà, moi c'est une bonne expérience et je vais essayer de m'améliorer et peut-être que je reviendrai l'année prochaine. Ciao les gars! Veit und Landry beenden den Angeltag mit sehr unterschiedlichen Tabellenständen. Landry schließt als Sechster ab, wird dort wohl auch bleiben. Veit hingegen ist aktuell Erster, doch das kann sich natürlich noch entscheidend ändern. Weil auf den Stein stand ich vorhin drauf. Jetzt heißt es nur Fisch richtig festhalten, weil hier ist es rutschig. Hassan legt einen Hecht von 64 cm auf die Schuppen. Er hat jetzt 4 Fische in der Wertung und macht damit Boden auf Louis gut, der aktuell noch um seinen 6. Wertungsfisch kämpft. Ja Leute, die letzten 15 Minuten. Leider nur den einen Nachläufer gehabt. Also ich bin hier wirklich am Powerfischen mit Speed. Ich weiß nicht, wie viele Würfe ich gemacht habe in der letzten Stunde. Aber ne, ich gebe nicht auf. Ich setze alle paar Meter um und fächer wieder alles ab. Und ja, wem Petrus das so will, kommt noch der ersehnte letzte Hecht, um meine Fische voll zu machen. Das war's. Ich habe leider mein Board nicht voll gemacht. Ich hatte die Chance, aber es sollte nicht sein. Leider sind die Fische nicht rausgekommen. Damn. So, das war's. Alles ist im Auto und ich bin gespannt, wie die Ergebnisse sind von den anderen. Einige haben noch ordentlich Zeit zu fischen. Ich bin gespannt, ob die noch ein paar Fische erwischen jetzt während des Gewitters. Ich kann mir ausmalen mit den Punkten, die ich habe, mit dem Zwischenergebnis, was wir schon von gestern hatten, dass es leider nicht gereicht hat dieses Jahr. Aber naja, was soll ich sagen? Vielleicht ist es nicht ganz mein Format, aber ich habe mein Bestes gegeben. Die Fischarten habe ich einigermaßen gefangen. Ich hatte die Chance auch auf mehr Fische, aber es sollte nicht sein. Und an der Größe müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Vielleicht nächstes Jahr, 2021. Ich sage das jedes Jahr, same procedure as every year. Aber nächstes Jahr, Big L Fishing Channel geht in die nächste Runde. Louis meldet sich ebenfalls ab. Bleiben noch Hassan, Simon und Marc, die Veit noch vom 1. Platz verdrängen können. Ich hatte eigentlich gedacht, hier kommt sowieso nichts.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist ein guter Zander und ich Arschloch hab kein Netz dabei. Naja. Ja, auch ob der maßig ist, weiß ich allerdings nicht. Da könnte vielleicht gerade so die 42 haben. Nee, 45. So Leute, hier ist er endlich, der Zander, der lange ersehnte. Er hat nur 45 cm, aber ich bin echt happy, dass ich den gefangen habe. Ich hoffe, da sind noch mehr. Ich gebe Gas. Ein kleiner Zander, der für Marc jedoch extrem wertvoll ist. Er bekommt nochmal 58,5 Punkte dazu und verdrängt Veit von Platz 1. Ja, jetzt habe ich endlich mal einen Zander gefangen, den ich so dringend gebraucht habe. Er hatte jetzt nur 45. Von einer guten Stunde wäre ich froh gewesen, wenn ich glaube 42 ist das Mindestmaß fange, wenn ich wenigstens einen Zander fange, der 42 cm hat. Jetzt habe ich einen mit 45 gefangen und da denkt man so, naja, hätte er auch wenigstens 50 haben können. Ich glaube, das ist immer das Gleiche. Man fängt dann endlich den Fisch und dann ist man doch irgendwie ein bisschen, ja, nicht unzufrieden, aber man hätte sich mehr erhofft. Egal, ich angel jetzt noch kurz auf Zander. Vielleicht kann ich den doch noch irgendwie upgraden, aber Zander ist hier im Moment echt schwierig. Ich glaube, ich fahre dann nochmal an die Polder und versuche noch den Hecht zu vergrößern. Ja. Ein Barsch. Oh, was ein Güter. Aber der wird Maß haben. Hier. Hat den Predator schön genommen. Also 30,5, 31er Barsch fürs Turnier. Cheery ho! Hassans 5. Fisch. Er zieht an Luis vorbei und liegt nur noch ein paar Punkte hinter Simon. Ihm fehlt nur noch ein Zander für die Full Card. Auch wieder ein kleiner. Hey, hör mal, geh da raus aus der Steinpackung. Ich sag da nichts zu. Kescher nicht parat gehabt, ist meine Schuld. Aber die sind halt da. Die sind da und dazwischen stehen auch die Großen. Der war wirklich sehr klein gerade. Aber immerhin, Barsch ist Barsch, wa? Ah! Guck mal, die haben sogar richtig Bock, ey. Aber ich bin hier leider nicht zum Barsche zubbeln. Deshalb kommt jetzt schnell einer. Ansonsten mache ich jetzt gleich meinen letzten Wurf, Sachen einpacken und ab zum nächsten Spot. Da war schon wieder einer. Jetzt kommt aber wirklich der letzte Wurf, Leute. Last Cast. So. Wenn der jetzt nicht hängen bleibt, geht es weiter, aber ich glaube, da kriege ich zwar auch einen Barsch. Aber sicher ist sicher. Ah, meine Fresse, ey. Die sind klein, super klein. Okay. Einpacken und weiter. So super exciting, new this year for Berkeley is the Berkeley Pulse Pintail. It's a tail spinner kind of lure, a metal lure, and it's perfect for pike, perch and zander fishing. It has a big
spinner blade on the tail, but also a smaller blade attached to it. The small spinner blade gets like forced behind the big spinner blades and creates a lot of extra vibrations and a lot of extra movement in the whole body. And that's super killing for the perch fishing. Comes in 4 different sizes: the 5 gram, the 9 gram, 14 gram and 21 gram. It's equipped with a Fusion 19 hook, 8 different colors, so go check them out. So fishing from a boat is not allowed, right? Being on a boat is okay, right? Sometimes you gotta keep going in your comfort zone. Normally I fish from the boat to get some security, to get some confidence. Oh, I've been fishing for, what's now, 5 hours or something, 4.5, trying to get a perch, and we have seen exactly 0. Just a few pikes here and there, no perch yet, so yeah, we keep on grinding and we see what happens. So I'm now, I think about a little bit over 5 hours into the second day, trying to find a perch. And I knew it from the one day of pre-fishing that I had. Perch fishing is gonna be super hard for me. This time of the year I never fish for the perch, not from the shore, so it's no excuse, of course. So I'm trying my hardest. I think this is the 7th or 8th spot or something, not today, and nothing is working until now. I tried everything: soft bait, big, small, different sizes, different weights of jig heads. I've tried crankbaits, I've tried the spin tail, I've tried even Carolina rig. I've tried a lot of popper on stones and on weed beds, everything, and not a single perch has shown yet. So I think I'll move to one last spot on this river system, and then I have about 2 hours left, and then might be time for plan B. Simon sucht weiter den einen fehlenden Barsch, während Marc sein Zander-Projekt vorerst erfolgreich abgeschlossen hat und sich wieder einer anderen Fischart widmet. Ja, ich bin jetzt Polderangeln gefahren, versuche den Hecht noch zu verbessern. Ich war gestern ziemlich unorganisiert, was mein Tackle anging. Ich hatte eine recht große Tasche dabei, viel zu viel Sachen. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen umstrukturiert das Ganze. Ich habe mir gestern Abend 2 kleine Boxen gepackt, die ich so zum Zanderangeln brauche und zum Barschangeln, wo ich jetzt am Fluss war. Und 2 kleine Boxen zum Polderfischen. Habe mir den Messenger Bag hier von Ilex geschnappt und so kann so immer schnell wechseln am Auto, je nachdem wo ich angeln will. Und bin ein bisschen organisierter und ein bisschen schneller und ich hoffe, das bringt mich in die nächste Gruppe. Nee. Ja, er ist im Netz. Er ist im Netz. Er ist im Netz. Er ist im Netz. Ihr glaubt's nicht, ich hatte eben eine fette Attacke. Es war kein Hecht, es war ein Rapfen. Ich hatte da hinten ins Kraut geschmissen, habe das Kraut abgeschlagen, wollte schnell reinkurbeln. Da ist ein Rapfen gekommen, ich würde sagen an 1 Meter. Den wollte ich fangen für euch und da kommt der Hecht raus. Ich glaube aber nicht, dass der größer ist, der bringt nicht viel, aber ist egal, immerhin Action. Da ist er, der Hecht. Ja, ein schöner Fisch, aber wird mich nicht viel weiterbringen. Ich freue mich trotzdem, es war mal wieder Action und hoffe, dass gleich noch ein größerer kommt. Ja, der hat auch 67 cm, bringt mir nichts, er darf schnell wieder schwimmen und dann versuche ich mir einen größeren zu holen.
Oh no! Fuck! Da war der nächste Fisch. Ha, das sah besser aus. So ganz hat mich mein Pech noch nicht verlassen, leider. Aber naja, vielleicht kommt ja doch noch was Besseres. Ja! Nein! Warum? Warum? Ey, das gibt es nicht, Leute. Der Hecht ist auf jeden Fall noch da. Ich mache jetzt mal schnell einen Köderwechsel, gucken, ob ich ihn noch kriege. Ja. Ne, der kommt nicht wieder. Der hat zweimal ein Swimbait attackiert und ich meine ihn auch mal in der Route gemerkt zu haben. Ich weiß nicht, ob er den Haken wahrscheinlich gespürt hat oder hat einfach Lunte gerochen, hat gesehen, die Sache hat einen Haken. Hab ihn! Hoppa! Und weg ist er. Tja, hat nicht sollen sein, er war nicht viel größer. Vielleicht hätte er 70 gehabt oder was, aber wären jetzt nicht sehr viele Punkte gewesen. Schade ist es natürlich trotzdem, hat sich den Kollegen hier im Sprung abgeschüttelt. Ich mache trotzdem weiter. Ja, die zwei Hechte kamen jetzt hier auf den Scanner von Ganki. Ich angle sehr gerne mit Swimbaits. Wer mich mal vielleicht ein bisschen verfolgt hat auf Instagram, sehr viel, wenn ich Hecht angeln gehe, meistens mit Swimbaits. Der hat jetzt Fische gebracht, hier ist es allerdings viel zu krautig, algig, um Swimbait zu fischen, weil sobald sich da was in den Drillingen verfängt, läuft er nicht mehr so schön. Ich werde jetzt wieder mit dem Hoverjig angeln und der ist dafür gebaut, um im Kraut zu angeln und ich hoffe, dass ich damit noch einen dickeren Hecht fange. Da war er. So, letzter Wurf hier im Polder. War leider nichts dabei, was mich verbessert. Jetzt gehe ich mal zurück zum Auto. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich muss mal gucken, was die Zeit sagt. Entweder fahre ich jetzt noch eine kurze 20 Minuten, eine Viertelstunde Zanderangeln und dann nochmal einen Polder. Oder vielleicht bleibe ich beim Zanderangeln oder fahre direkt am Polder. Ich schaue gleich mal im Auto. Ihr werdet es gleich sehen. I touched it. It was legal size. You saw that? It's the first perch we see today. I needed that fish so bad. So much things went wrong at the same time. It's the money, it's the money, it's the money, yeah. It's the money, it's the money. Also Leute, es sind die letzten 2 Stunden angebrochen.
Ich muss hier auf Teufel komm raus jetzt einen Zander rausklatschen. Eigentlich ja mein Steckenpferd, aber das wollte ich gestern erledigt haben. Deshalb ist das jetzt hier mehr oder weniger eine Notlösung. Aber hier gibt es auf jeden Fall Zander. Hier habe ich auch schon Zander gefangen. Ich hoffe, es knallt einer drauf und die kriegen nicht das da vorne mit. Kannst gleich mal rüberschwenken. Es sieht richtig böse aus. Also ich glaube, wir kriegen gleich eine Dusche. Holla die Waldfee. Aber egal, wir sind ja Angler und wir sollten sowas gewohnt sein. Deshalb ziehen wir jetzt hier auch die 2 Stunden natürlich durch. Aber wie gesagt, ich hoffe einfach, dass die Zander das nicht wittern und ja, sie gleich in Beißlaune sind. Hassan kämpft verbissen weiter um den ersten Zander und auch Marc fischt mittlerweile wieder auf diese Fischart. Tja, der hilft leider nicht. Ein kleiner Zander, deutlich untermaßig, aber es lässt hoffen auf mehr. Also wie ihr vielleicht jetzt schon im Laufe der Folge gesehen habt, der Louis, den habe ich getroffen an meinem ersten Spot. Ja, ich habe ihn gefragt, ob er zufälligerweise auch hier war. Er sagte ja. Und dass hier aber leider nichts ging, dass er nichts gefangen hat. Ich weiß aber noch nicht so recht, ob ich das glauben soll oder nicht, weil dafür hatte der viel zu gute Laune. Und ja, ich hoffe einfach, dass die Stelle hier jetzt zündet. Wir hier halbwegs Zander fangen, aber Stunde 45 Minuten habe ich noch, sollte doch gelacht sein, wenn hier kein Zander rauskommt. Klar, gestern dachte ich natürlich auch so, wurde eines Besseren belehrt, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass hier noch ein Fisch rauskommt. I get the feeling that I have to stand a little bit closer to the drop, so we do whatever it takes, of course. And we just go all in. So, there we go. Simon gibt alles. Sollte er nur noch einen Fisch heute fangen, dann müsste es ein 47er Barsch sein, um Veit vom 2. Platz zu verdrängen. So after losing 2 extremely valuable perch on after I changed to a spot, we got another 30 minutes or something without bite, and as you might have seen, I'm not the kind of angler that stays on one place and hammers until he gets the fish. I like to move and move and move. Cameraman also feels in his legs that I like to move and move and move. So with only 25 minutes left on the clock, I decided to make another move. So we drove 5 minutes to another ferry, similar spot. And I hope to find 1 or 2 fresh perch here. I'm really pumped, but also frustrated. The fish I lost there, I believe that was my ticket to the quarterfinals. So I think I screwed it up quite big. But hey, we still got about 20-25 minutes on the clock. Anything can still happen. Hassan hat endlich seinen ersten Zander im Drill, doch nach dem Enthaken des Fisches und einem kurzen Ausflug auf die Matte stellt er fest, dass ihm dieser Fisch keine Punkte bringt. Immerhin die richtige Fischart. Ja, mein letzter Spot für heute. Wir sind nochmal dahin gefahren, wo ich vorhin den Zander hatte. Also ich habe den hier gegenüber gefangen, aber ich stand hier vorher, ich bin hier weg und dann hatte ich auch einen Angler gesehen, der hier auch einen Zander gefangen hatte. Letzten Samstag hat er mir erzählt, hier einen richtig großen Fisch gefangen. Ich denke einfach mit der Tide im Moment ist das der Spot, wo ich den Tag beenden werde, vielleicht noch ein bisschen upgraden werde. Und ich hoffe, dass das Wetter noch hält, weil hier braut sich gerade richtig was zusammen. In the stove, on the corner of my road.
I should've took the boat. Yeah, I could've took the boat. Yeah, I'll be in a fuss. All my friends going up. Also ich habe jetzt noch ungefähr 15 Minuten zu angeln. Ich fahre jetzt noch mal an einen ganz anderen Platz. Hier war nichts. Ich will noch unbedingt einen Zander upgraden. Mark will noch seinen Zander verbessern. Simon hat andere Sorgen. Er hat noch 1 Minute Zeit und braucht einen 47er Barsch. Die letzten 5 Minuten laufen. Ich habe nochmal den Spot gewechselt. Im Moment mache ich so ein bisschen Point Hopping, nennt man das. Ich gucke einfach, ob ich irgendwo noch aktive Fische finde und hoffe, irgendwie noch einen Zander zu fangen, der größer ist als 45. Mal schauen, ob mir das noch gelingt. Fish today. Stay on, please. Stay on. Please, stay on. Yeah. Yes! Oh, I did it! Did you see that? How many minutes left? What was the time? 1 minute left. 1 minute left. And the perch is in the net. Spintail, I love you. Oh, never in my life have I been more happy with a perch like this. That's why you never ever give up, never stop casting. Let's measure this one and get some points on the board. So what do you say? 36, that means 72 points for Team Abu Garcia. Mwah. I don't know if it's enough, but I did everything. I fought to the last minute. I did everything I could. So let's get this beauty back. There she goes. Full Card für Simon, 416,5 Punkte für den Niederländer. Was das für Auswirkungen auf die Tabelle hat, weiß er natürlich noch. Yes! Oh, I am so relieved. That's like the best ending ever. The best ending possible. And I used the Berkeley Pulse Spintail in my favorite color, Wagasaki, in the 14 gram version. It's an amazing lure with the double blade on the back. Creates a lot of vibration in the water. 14 gram, you can cast like a rocket. I made one last very far cast out to the river and let it drop to the bottom. Jigged it up a little bit, drop again, jig it up a little bit, and then all of a sudden, poof, there was my 36 centimeter perch on. Yes, I'm so happy. And the timer has gone, so it's about time to head home. I hope to see you in the quarterfinals. I hope this is enough. And if not, then maybe see you next year. What the fuck happened, man? Oh, I'm so happy.
So, das gibt meinen letzten Wurf für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nicht nur heute, auch gestern. Ich habe ein paar tolle Fische gefangen. Ich meine, die Barsche sind echt überragend. Zander ist deutlich verbesserungsfähig, der Hecht ist deutlich verbesserungsfähig. Was soll ich sagen? Ich hoffe, es reicht am Ende, um weiterzukommen. Und vielleicht kommt im letzten Wurf jetzt noch ein Fisch. Ja, es kam nichts mehr, leider. Ihr habt mich ein bisschen fluchen hören oder schimpfen hören die letzten Tage. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Ich war etwas gestresst, so wie ich im Turnier immer bin. Aber ich hoffe, dass es am Ende langt und wir sehen uns gleich bei der Siegerehrung. Jetzt ist auch für Marc Schluss. Er ist definitiv in der nächsten Runde. Veit könnte theoretisch noch verdrängt werden, wenn Hassan jetzt einen Wahnsinns-Endspurt hinlegen würde. Also Leute, das Wetter hat sich mal ein bisschen umentschieden. Es ist extrem windig geworden. Wir haben richtig krassen Ostwind jetzt. Der macht seinem Namen auch alle Ehre. Mir ist richtig kalt. Also von bitte bringt mir eine Pina Colada sind wir jetzt bei der heißen Schokolade angelangt. Also es ist echt richtig kalt gerade. Und ist natürlich nicht optimal für die Fische, aber ich will das jetzt auch nicht als Ausrede benutzen oder so. Ich meine, ich hatte jetzt 2 Tage Zeit, die Bedingungen waren nicht die geilsten, das Training war jetzt auch nicht das Beste, aber trotzdem haben wir irgendwie Zander gefangen. Und ich sage mal, das ist eigentlich mein Steckenpferd, das, was ich am häufigsten mache, Zanderangeln. Es sollte nicht sein, vielleicht kommt auf die letzten Minuten noch was. Ich hoffe wirklich, dass jetzt hier auf den letzten Würfen der Zander kommt. Das würde mich noch sehr, sehr glücklich machen, aber ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Mit dem 50er Barsch kann ich auf jeden Fall gut schlafen gehen. Heute wird bestimmt noch einer gehoben auf den Barsch. Das kann ich euch sagen. Ich konnte meine Ehre retten als Zanderangler und dann doch noch irgendwie auf den letzten Wurf, das war wirklich der letzte Wurf, den ich noch machen konnte, diesen schönen Zander fangen. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Vorbeischauen, lieber Zander. Du kommst zurück, gar nicht lange schnacken und ihr kommt mal mit. Sehr schön. Oh. Also, es ist vorbei. Die Zeit ist auch tatsächlich jetzt rum. Ich habe alle 3 Fischarten fangen können. Jetzt auf den letzten Meter hat es geklappt. Da bin ich natürlich unheimlich stolz drauf. Ansonsten generell war das für mich natürlich ein geiler Tag mit dem Barsch. Für den Sieg, ich bezweifle es. Wir werden es aber gleich erfahren. Ich bin schon ganz gespannt, was die anderen so erzählen. Dustin leider nicht dabei, wie ihr ja wisst. Aber ich glaube, wenn er dabei gewesen wäre, hätte der auf jeden Fall auch da oben mitgerockt. Ich hoffe, du bist zufrieden mit meiner Leistung gewesen, Dustin. Es hat mich gefreut, für nächstes zu angeln. Wir sehen auf jeden Fall gleich, wie es weitergeht. Aber ihr seht auch, der Regen wird immer stärker. Packen wir mal die Kamera ein und schonen das Gerät. Nicht, dass es kaputt geht. Das wäre schade. Also, bis gleich in Rodetonge. Unglaublich! Der Kameramann packt bereits die Kameras zusammen, um sie vor dem einsetzenden Sturm zu schützen. Da bekommt Hassan mit dem allerletzten Wurf tatsächlich noch seinen Zander. Nun also die Verkündung, wer es ins Viertelfinale geschafft hat. The winner of Group D with a really great, strong result. 4 big perch, 1 pike, and then also a little zander at the end. Mark Kraszowski. Well done. Mark, exceptional perch fishing. I mean, you are in Perch Pro every year. Yes. And today you have proven why. Yeah, well, but it was tough fishing. The first day went pretty good, but if you see the footage, I lost so many big fish, good fish. I could caught all species in good size on the first day.
Well, it didn't happen. I had a lot of bad luck, so I also have to apologize to the audience. I was really shouting a lot, so sorry for that. I'm happy. I'm really happy. I lost with some good fish, but I catch a lot of good fish. And I caught a big fish, a big perch. Was it your personal best? Well, I caught 152 before in Germany, so it's equal, but it's the second fish over 50, so I'm really happy with it. Okay, so we are between Simon and Veit. Who will make it to the next round? Who will fish against Dietmar Isaias in the quarterfinals? Two anglers, both of them caught all the fish needed. Both of you had pike, perch and zander. I want to make it short. Second place this year is Mr. Veit Wilde. I can say to you it was not because of your broken leader. It's, I think, about 21 points between you guys. Okay. So the broken leader was not the reason. I hope that makes you sleep a bit better. Well, I will sleep after this today. Crazy. So, well deserved fight. You will fish against Dietmar in the quarterfinals. Habe ich mir immer gewünscht, habe ich immer davon geträumt, gegen ihn zu angeln. Der kann sich richtig warm anziehen. Die 20 Minuspunkte allein sind es nicht, die Simon Thorenbeek vom Viertelfinale trennen, denn Veit Wilde hat in der Endabrechnung ca. 21,7 Punkte mehr als er. Doch natürlich hätte auch der Hecht am anderen Ende der Schnur gezählt und bereits ein gelandeter 66er hätte Simon zum Weiterkommen gereicht. Insofern ist er hier vermutlich doch an der Wahl seines Vorfaches gescheitert. So also kommt es im Viertelfinale also zu den Duellen zwischen Mark Paczowski und Markus von Eu sowie Dietmar Isaias und Veit Wilde. Wer Mark Paczowski in den letzten 4 Folgen hat angeln sehen, den sollte sein Gruppensieg nicht unbedingt wundern. Seine Technik, seine Vielseitigkeit und seine Fähigkeiten, ein Gewässer zu lesen, wirken außergewöhnlich. Bei einem Blick auf eine Zuschauerumfrage, die direkt vor Beginn durchgeführt wurde, sehen wir, dass ihn kaum jemand auf dem Zettel hatte. Doch neben Favoriten wie Tobias Eckwal, Herbert Ziereis, Frédéric Julien, Dietmar Isaias und Veit Wilde haben es mit Jasmin Spingel-Petersen und Markus von Eu auch noch 2 andere bis ins Viertelfinale geschafft, denen im Vorfeld nur ganz wenige den großen Wurf zugetraut hatten. Wir freuen uns wie immer über Likes, Kommentare, Support im Onlineshop und wenn ihr LMAB-Produkte im Fachhandel erwerbt und so den YPC unterstützt. Wir sehen uns schon kommenden Sonntag beim ersten Viertelfinal-Hinspiel. Macht's gut!